live zeigen, wie man Cash verdient. Ist auch blöd, dass das so rausgeschrieben wurde. Genauso wie hier das angebliche Bitcoin-Logo, um irgendwie cool zu wirken, was hier eigentlich auch gar nichts zu suchen hat. Bitcoin Code ist eine exklusive Gruppe von Leuten, die das wahnsinnige Finanzportal von Bitcoin erkennen und damit ganz leise super reich geworden sind. Mitglieder des Bitcoin Codes genießen das Reisen um die ganze Welt, während sie nur mit ein paar Minuten Arbeit pro Tag von ihrem Laptop aus Geld verdienen. Hier sind ein paar unserer bisherigen Ausflüge. Schön, ein paar Personen bestimmt aus Instagram oder irgendwo hergeklaut. Und dann noch der Text hier. Hör von unseren Mitgliedern, die sich auf unsere Software verlassen und um ihre Luxusleben zu finanzieren. Dann schön noch ein paar Leute, die sagen, ja, hier, ich habe so viel Geld verdient, hier 13.000 $, vor allen Dingen warum Dollar immer, wir sind ja eigentlich in Deutschland, aber egal, Euro braucht man ja nicht. So, und dann hier, ich bin das Genie hinter dem Bitcoin-Code, wieder mit einem netten Gesicht. Suchen wir es einmal durch die Google-Bildersuche, um es abzugleichen, und wir sehen, dass der Typ ziemlich oft auf verschiedenen Seiten auftaucht und sehr wahrscheinlich ein Stockfoto ist, was einfach hier für diese Bitcoin-Abzocke genommen wurde, weil man das hier bei Bitcoin Code sieht, bei Bitcoin Era und auch noch bei ziemlich vielen anderen. Und da hier auch nochmal eine Beschreibung bei einem kleinen WordPress-Blog, wo dann hier das Bild rausgesucht wurde und dann, was er genau gemacht hat, und dann hier noch schön Affiliate-Ding für den Bitcoin Code oder sowas. Ich bin dafür, und halt immer hunderte Seiten, die halt quasi den Typen vorschieben, als quasi Stockfoto, nehme ich mal an, für halt ihre, nennen wir es mal, mehr oder weniger dreckigen Geschäfte. Hier unten kann man sich dann auch nochmal beitreten. Und hier unten steht im Kleingedruckten das Risk Agreement, also quasi, dass man hier mit CTFs handelt und dass die ein hohes Ausfallrisiko haben, dann man sein ganzes Geld verlieren kann und das Handeln mit Kapital vor allen Dingen für Anfänger halt nichts ist und man als Anfänger am besten davon die Finger lassen soll, mehr oder weniger steht hier. Und generell muss ich sagen, dass ich von solchen Methoden immer abrate. Also ich kenne ziemlich viele Leute, die damit auch einiges an Geld verloren haben. Man kann investieren, da komme ich auch nochmal zum Schluss dazu, wo man am besten rein investieren sollte, aber ich kann nur eins sagen, investiert nicht in so Sachen wie Bitcoin Era oder Bitcoin Code. Ihr bezahlt da 250 € teilweise als Startkapital und am Ende kommt ihr eh nichts raus oder verliert euer ganzes Geld. Deswegen will ich das nicht machen. Wir haben mittlerweile nur 3 Kopien verfügbar. Am Anfang waren es 9. Das ist, wie man hier im HTML sieht, auch ein ganz normaler Counter, der hier runterzählt von den Summen. Also das ist hier nichts, wo man sagen muss, hier sind irgendwie nur noch so und so viele Kopien verfügbar oder hier läuft das ganze Ding dann aus, sobald ich einmal neu lade oder die Seite nochmal in einem neuen Tab öffne. Wie man sieht, sind wieder 12 Kopien verfügbar und hier ist nur noch ein verfügbar. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun und ist immer verschieden, genauso wie hier die Gewinne, die werden einfach rein zufällig quasi generiert mit Namen und halt dann einen Geldbetrag. Ich nehme mal an, mit einem Zufallsgenerator. Dann gibt es noch ein ziemlich interessantes Video, was wir uns jetzt auch mal einmal kurz anschauen werden. In den vergangenen 90 Tagen haben sich... Und wir merken direkt, dass das derselbe Sprecher ist wie bei Bitcoin Era und auch derselbe Sprecher, der einige Synchronvideos auch spricht, ist immer noch Schauspieler für die einzelne Filme und Co. und leiht ihnen quasi seine Stimme. Deswegen, wenn der Typ irgendwo bei so Bitcoin-Sachen zu hören ist, kann man davon ausgehen, dass das so unseriös ist, dass die Betreiber selber noch nicht mal Lust haben, sich hier für irgendwie vor die Kamera zu stellen und da Inhalte zu machen. Vielleicht hast du mich schon mal auf den Titelseiten des Wall Street Journals von CNN und Forbes gesehen. Sie nennen mich den 100 Millionen Dollar Man. Und so fing alles an. Wie man hier auch sieht, ein Mix aus Deutsch und Englisch. Ich nehme mal einfach an, dass hier ziemlich viel auch einfach mehr oder weniger übernommen wurde aus dem Originaltext, weil diese Person ist jetzt auch wieder nicht diese Person hier wieder. Deswegen am Ende ist es einfach nur, dass man sich hier einen Synchronsprecher geholt hat, um halt ein bisschen vertrauenswürdiger zu wirken. Meine Computerstimme würde halt nicht so gut wirken. Hier kann man sich dann auch noch eintragen mit Namen und E-Mail-Adresse. Das werden wir jetzt auch gleich einmal testweise machen. Und dann hier unten hat man dann auch nochmal die einzelnen Disclaimer-Inhalte zum Thema Agreement und wie sie sich halt davor schützen. Wie man sieht hier, Contact Us ist immer die Kontaktdaten. Drücken wir einmal drauf. Und sehen wir hier hinterlegt ist ein Formular, wo man halt so ein paar Daten angeben kann und dann eventuell Kontakt bekommt, was schon mal ziemlich unseriös ist. Und wie wir auch sehen, die ganze Firma sitzt nicht in Deutschland, ist keine deutsche Firma, also viel Spaß, die zu verklagen auf Malediven oder irgendwo, da werdet ihr keinen Cent mehr rausbekommen, deswegen finde ich das Ganze schon ziemlich unsinnig, hier wirklich Geld rein zu investieren und hier wirklich Geld hineinzustecken. Hier wir noch einmal weiter und melden uns mal gerade an, indem wir hier bei Namen einfach mal irgendeinen Kram eingeben. Das wird sein können, dass wir hier einen Kram etwas zensieren müssen, weil hier wie gesagt auch ein paar persönliche Daten auftauchen, aber wie gesagt, das dürfte eigentlich kein
Problem sein. Wir melden uns, wie gesagt, mit diesen reinen Fantasiedaten an und wir sehen, wir landen einen Schritt weiter nochmal. Willkommen zum Mitgliederbereich vom Bitcoin Code, wo hier schön noch gesagt wurde, du hast es geschafft. Hier ist aber scheinbar der Synchronsprecher dann abgesprungen oder... Ich will nicht mehr von... Nein, ich war noch gemutet. Der Synchronsprecher ist immer noch derselbe, aber wie gesagt, hier gibt es dann auch noch mal ein Video und da wird hier noch gesagt, was man brauchen muss. Einmal eine Nummer, können wir gucken, einen Nachnamen und hier ein Passwort, das ist ja eigentlich egal. Nehmen wir mal irgendetwas. Okay, darf noch nicht mal so lang sein. Nehmen wir mal Q-Wert 1, 2. Ja, super. Jetzt klappt es schon, war überhaupt nicht kompliziert und wir kommen mit den Daten dann auch rein. Also das mit dem Passwort finde ich blöd, dass man nur einen neuen Stellen nehmen kann, ist eigentlich sehr unsicher. Deswegen, allein daran erkennt man, dass die Seite nicht vertrauenswürdig ist. Klicken Sie hier, um mit dem Handel zu beginnen. Glückwunsch, Sie haben es fast geschafft. Okay. Und jetzt werden wir einfach weitergelandet mit einem Token zu einem Broker, wo wir sehr wahrscheinlich hier uns anmelden müssen und hier dann die Einzahlung machen sollen. So, das System ist jetzt hier, dass dieser Broker selber ein seriöser, mehr oder weniger seriöser Händler ist für CTF und ETFs, aber das Hauptsystem halt ist, deswegen steht hier auch dieser Code hinter, dass nehmen wir an Bitcoin-Ära einfach, sobald wir hier das Formular ausfüllen und dann hier etwas Geld bezahlen, sich halt das Geld, was wir quasi hier bezahlen, selber aneignet quasi und dann halt damit einfach abhaut, das wieder in echtes Geld umwandelt und damit dann so manch andere Sachen macht, weswegen das alles in allem nicht gerade unbedingt das seriös ist und da würde ich auf jeden Fall unter keinen Umständen hier Geld investieren. Hier haben wir nochmal die Einzahlungsmethoden und zwar hier per Bank, Skill, Giropay, Klarna. Okay, das ist schon mal interessant, dass man Klarna hier nutzen kann oder Klarna. Dann hier alternative PayPal-Methoden und Kreditkarten, interessanterweise kein PayPal oder sowas. Stattdessen natürlich Skrill, aber trotzdem, ich würde hier unter keinen Umständen irgendwie was einzahlen, vor allem weil der Mindestbetrag 250 € ist und man das ja wahrscheinlich auch nicht rauskriegt, auch wenn hier unten steht sichere Seite, bin ich mir nicht sicher, wer hintersteckt und da hier auch noch ein Zähler oder Code ist, kann das ganze Geld dann auch noch nicht bei Bitcoin Ära, sondern auch noch hier bei anderen Leuten landen oder es ist halt ein Partnervertrag, wie auch immer. Auf jeden Fall viel Spaß, dann irgendwelche Firmen in Malediven zu verklagen, um das Geld wieder rauszukriegen. Also einfach so als Tipp, tut's nicht, investiert da kein Geld rein. Die Firmen werdet ihr am Ende nicht mehr kontaktiert bekommen oder da nichts mehr rauskriegen und ehe ihr hier Risiko eingeht, würde ich das nicht euch empfehlen und dann lasst ihr es einfach sein. Jetzt kommen wir noch einmal zu einem Tipp, den ich euch am Anfang versprochen habe, wie ihr wirklich Geld oder euer Geld anlegen sollt. Und zwar gibt es zwei Methoden. Erstmal halt Geld selber in sich anzulegen. Das bedeutet halt quasi, dass ihr euch beispielsweise Bücher kauft oder andere Sachen, um euch halt weiterzubilden, irgendwelche Fortbildungskurse oder halt irgendwelche Meetings besucht, beziehungsweise gewisse Kurse für Programmiersprachen oder was auch immer im Bereich ihr macht, um euch selber weiterzubilden. Das ist auch immer ein sehr gutes Investment, weil es euch auf Dauer wirklich viel Geld wieder einbringen wird. Oder ihr investiert halt, nennt es mal richtig mit eurem Geld, dann würde ich euch auf jeden Fall MSCI World und MSCI EM, EM steht für Emerging Markets, empfehlen. Hier finden wir den Kurs und wie wir hier sehen, auf Dauer der MSCI im Emerging Markets Kurs ist eigentlich relativ konstant bis auf die ein, zwei große Fälle gestiegen und ist jetzt im Moment auch wieder auf einem relativ hohen Kurs. Und bei MSCI World beispielsweise, wenn wir hier noch einmal nach dem Kurs gerade gucken, dann nochmal auf die Seite gehen, sehen wir auch, dass dieser Kurs, selbst auch dieser Kurs ziemlich konstant eigentlich gestiegen ist und kaum Einbrüche hat, wegen ist relativ konstant. Kurz gesagt, was ist MSCI World? MSCI World oder MSCI Emerging Markets ist ein Zusammenschluss aus den Top 50 wirtschaftlich stärksten Unternehmen jedes Landes der Welt quasi. Und so kann man quasi sagen, wenn es der Weltwirtschaft gut geht, geht es auch quasi diesem Aktienkurs gut und geht der auch nach oben. Das ist auch besser als, sagen wir mal, nur mit dem DAX auf nur deutsche Unternehmen oder nur auf amerikanische Unternehmen, wenn man so quasi mehr oder weniger weltweit seine Aktien verteilt und wenn da ein Land, sagen wir mal so, mal runtergeht und den finanziellen Bach runtergeht, hat man dann keinen großen Verlust und wie gesagt, man hat konstant eigentlich einen Gewinn. Es ist jetzt kein hoher Gewinn, also man wird dadurch nicht Millionär werden über Nacht, nein, aber man kann auf jeden Fall gut 10% im Jahr kann man schon gut erwarten, wenn man hier in den MSCI World oder MSCI Emerging Markets investiert. Wie man investiert, da werde ich euch sehr wahrscheinlich noch einen Link in die Videobeschreibung zu packen, über so einen Online-Broker, einen seriösen Online-Broker, nicht so einen wie Bitcoin Code, wo ihr halt quasi investieren könnt. Wenn ihr da investiert, werdet ihr mich und meinen Kanal unterstützen oder ihr guckt halt selber bei eurer Bank beispielsweise nach. Andererseits gibt es einige Fälle, dass Broker quasi über eure Bank dann noch Gebühren nehmen und so und die fressen dann natürlich auch eure Renditen auf Dauer auf. Deswegen lohnt sich halt manchmal auch wirklich einen externen Broker zu nehmen. Es gibt auch Leute, die haben schon gratis im Konto, nennen wir es mal, wo sie keine Gebühren zahlen müssen auf ihre Trades, die sie machen und halt andere müssen halt Gebühren zahlen. Da lohnt sich halt, wie gesagt, so Online-Broker, wo du halt einfach das Geld einzahlst und damit handelst, deutlich mehr. So, als nächstes hatten wir dann auch nochmal aus dem Bereich P2P-Kredite Bandora.
Wenn wir einmal hier die Seite von denen auswählen, geht es grundsätzlich darum, dass man hier beispielsweise, es gibt auch noch ein paar andere Anbieter, quasi sein Geld mehr oder weniger verstreut in Privatkredite für halt normale Personen anlegt. Das bedeutet quasi Folgendes: Sagen wir mal, Hans-Peter möchte sich ein neues Auto kaufen, hat dafür aber kein Geld. Hans-Peter möchte jetzt auch nicht unbedingt zur Bank gehen, weil er geht ja zu einem privaten Kreditanbieter und sagt dann, oder was billiger ist, hier mein Geld, ich möchte das dann zurückhaben. Der Kreditanbieter sagt, okay, kriegt zurück und ihr bezahlt dann, sagen wir mal, 10% von dem Auto kostet 80.000, 10% mehr, also 88.000 musst du dann quasi zurückbezahlen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr noch. Sagen wir mal, ich investiere 100 Euro bei Pandora und Pandora sagt dann, von 100 Euro geht 1 Euro anteilig an dieses, nennen wir es mal, Leihgeschäft für sein Auto. So, wenn er das Auto zurückzahlt, bekomme ich von den Zinsen auch noch ein paar Cent ab, beziehungsweise ein paar Beträge. Das skaliert sich halt, weil man natürlich in viel investiert. Dadurch hat man auch eine hohe Streuung, dadurch ist das Risiko auch relativ gering im Vergleich zu manch anderen Sachen. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr irgendwie investiert immer über MSCI World oder über Pandora und auf keinen Fall mit Bitcoin Code oder Bitcoin Ära, weil das sowas sind immer abzocken, da werdet ihr am Ende nur euer komplettes Geld verlieren und auch nichts großartig raustragen. Dann am Ende würde ich noch einmal sagen, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wie gesagt, das würde mich sehr unterstützen, und teilt das Video auch mit Leuten, die eventuell auch auf so eine Abzocke reinfallen können, damit diese davor gewarnt sind. Bis dann, haut rein und ciao, euer Pilzzähn.